In turbulenten Zeiten wie diesen kommen oft negative Gefühle in uns hoch, egal ob es dabei um Wut geht, um Angst, um Ärger, um Enttäuschung, um Trauer. Wie gut kennst du deine Gefühle und kannst du sie umwandeln, so ohne weiteres in positive Gefühle? Das genau und ein Hilfsmittel dafür schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Gefühle, sowohl die positiven als auch die negativen, gehören einfach zum Menschsein dazu. Natürlich und normal ist es, dass wir uns freuen, wenn wir positive Gefühle haben. Ganz oft ist es jedoch auch so, dass wir aufgrund dessen, was alles in unserem Umfeld passiert, und da passiert im Moment insbesondere sehr, sehr viel und wir werden von den Medien zugeschüttet mit vielen Dingen, die in uns Wut, Enttäuschung, Trauer, Ängste und alle möglichen negativen Gefühle hervorrufen, kommen wir gar nicht mehr hinterher. Manch einer versinkt dann in so etwas wie eine Depression oder in eine gewisse Gleichgültigkeit oder er verhält sich abgestumpft. In unseren Breiten sind Gefühle und emotionale Ausbrüche sowieso nicht so besonders beliebt. In südlicheren Ländern ist man damit vertrauter im Umgang, bei uns eher weniger. Und aus meinen Seminaren und Coachings weiß ich, dass viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, ihre Gefühle überhaupt wahrzunehmen, zum einen, und zum anderen auch zu benennen. Das wiederum ist aber die Voraussetzung dafür, sie in positive Gefühle umwandeln zu können, sie transformieren zu können. Daher habe ich mir überlegt, und das Ganze fußt auf einer Idee, ob sie die Urheberin grundsätzlich ist oder noch jemand anderes, kann ich nicht sagen, von Vera Birkenbiel mit ihrem Gefühlsrad. Ihr Gefühlsrad ist ziemlich umfänglich. So umfänglich wollte ich es dieses Mal nicht machen. Aber ich habe ein Gefühlsrad, ein kleines, mit 8 positiven und 8 negativen Gefühlen vorbereitet. Ich blende das nachher auch noch mal größer ein. Da kannst du dir das genauer und in Ruhe mit einem Screenshot zu Gemüte führen. Und auch ein leeres Formular dazu. Dein Auftrag könnte zum Beispiel lauten, wenn du dir das mal anschaust, in der Mitte siehst du, ist ein dunklerer Kreis. Das ist dann, wenn ein Gefühl intensiv ausgeprägt ist. Der etwas hellere Kreis hier zeigt an, das ist mittlere Stärke eines Gefühls und der äußere Kreisring, wenn du es gerade mal so wahrnimmst, also nicht allzu stark. Also, es ist eine gute Idee, wenn du dir so ein Gefühlsrad entweder selber einfach mal aufmalst mit den Gefühlen, die so typisch für dich sind, sowohl positive als auch negative. Es dürfen gern 8 von jeder Sorte sein und du über ein paar Tage hinweg einfach mal immer im Laufe des Tages 1, 2 Mal, wenn du dran denkst, in dich gehst und in dich hineinspürst. Was spüre ich da jetzt eigentlich? Ist das Dankbarkeit? Ist das Freude? Ist das motiviert sein? Oder ist das so unterschwelliger Groll und Ärger? Und ganz häufig passiert es, dass wir die Ursachen dafür dann im Außen suchen und versuchen, das nach außen abzuwälzen, indem wir einen Wutausbruch haben oder indem wir einen Schuldigen finden. Menschen oder Situationen im Außen sind niemals die Ursache für unsere Gefühle. Wo entstehen die Gefühle? In uns. Also ist es auch unsere Verantwortung, uns um unsere ureigenen Gefühle zu kümmern. Ein Gefühl kann nur dort entstehen, wo der Boden dafür bereitet ist. Das heißt, wenn von außen in uns Dinge scheinbar eindringen, die uns wütend machen, dann, weil eine Wut in uns ist. Wenn aus dem Außen Dinge kommen, die uns
Ängste verursachen? Dann, weil Ängste in uns sind. Wenn Freude in uns ist, ja, sowas Komisches. Ja, wir freuen uns mit anderen mit, aber die Freude ist auch in uns. Das heißt also, die Gefühle entstehen immer in uns. Und wir sind in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sie möglichst positiv sind. Denn positive Gefühle, das wissen wir alle, machen etwas mit unserem Leben, mit unserem Umfeld. Wir strahlen es aus. Es macht uns gesünder. Es heißt ja nicht umsonst, Lachen ist gesund und Lachen ist eine gute Therapie. Also ist es wichtig, erstmal zu erkennen, welche Gefühle negativer Art habe ich typischerweise, welche Gefühle positiver Art habe ich typischerweise und wie kann ich dafür sorgen, wenn wir das mal betrachten, Südhalbkugel sind die eher negativen Gefühle, Nordhalbkugel die eher positiven Gefühle. Wie kann es werden, dass ich mich vorrangig auf der Nordhalbkugel aufhalte? Und jeder hat dazu so seine Strategien. Darüber haben wir auch schon verschiedentlich in dem einen oder anderen Video uns verständigt. Mein Tipp, suche dir 2 positive Gefühle aus, die du eine Woche lang versuchst, regelmäßig jeden Tag einmal anzusteuern. Häng dir dieses Gefühl auf einem Zettelchen irgendwo hin, wo du es häufig siehst, was weiß ich, an den Frühstückstisch, an den Badspiegel oder tu es in dein Portemonnaie, was auch immer. Und sieh zu, dass du positiv drauf bist und freu dich, wenn es dir gelingt. Diese kleine Übung für heute, für dieses Mal. Vielen Dank fürs Schauen, dass du diesen Gedanken gefolgt bist. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und wünsche dir eine gute Zeit bis zum nächsten Video. Tschüss.